Vielleicht habt ihr das letzte Flames of War Video hier auf dem Kanal gesehen, wo ich mal über andere alternative Armeen gesprochen habe, die wir auch in Flames of War spielen können. Oder vielleicht habt ihr euch auch gerade dieses North Africa Mid-War Compilation Buch gekauft und stellt euch dadurch die Frage, ob es jetzt sinnvoll ist, mit den Italienern anzufangen oder nicht. Und damit Servus zusammen zu diesem neuen Flames of War Video. Heute soll es mal um die Frage gehen, ob es jetzt sinnvoll ist, überhaupt mit den Italienern in Flames of War anzufangen. Denn im Zuge der Mid-War-Veröffentlichungen für Nordafrika sind ja die ein oder anderen Dinge veröffentlicht worden. Aber es ist dann auf der anderen Seite doch wieder nicht ganz so einfach, an alles ranzukommen, was man vielleicht spielen möchte. Daher habe ich mir gedacht, ich rede ein bisschen darüber, weil ich ja im vergangenen Jahr eben in diesem Zusammenhang selbst mit den Italienern begonnen habe. Auf alle Fälle werde ich euch auch noch das andere Video vom letzten Mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort könnt ihr euch vielleicht noch so die ein oder andere Inspiration holen, beziehungsweise Information zu anderen Alternativarmeen, die ihr sonst noch so spielen könnt, außer den großen, die es ebenso bei Flames of War gibt. Gut, okay, mal gleich zum ersten Punkt, weil es hier auch schon liegt, das Nordafrika Compilation Buch, das ist voriges Jahr erschienen und bietet euch natürlich eine ganze Menge an Möglichkeiten an, verschiedenste Armeen eben spezifisch für Nordafrika zu spielen. Hier sind auch die Italiener mit dabei, also ihr habt hier schon mal ein recht aktuelles Buch beziehungsweise eine Zusammenführung von bereits zuvor erschienenen Büchern, die hier nochmal zusammengefasst worden sind für Mid-War Nordafrika, aber eben nach wie vor noch aktuell sind. Mit der einen oder anderen zusätzlichen Information bzw. auch Regeln und daher schon mal auf alle Fälle meiner Meinung nach ein Punkt vielleicht für das Anfangen, hier im Spezifischen von Italienern. Dann geht es natürlich noch weiter, denn im Zuge dieser Veröffentlichungen 2022 haben wir auch hier das Avanti Starter Set bekommen, eben eine Armeebox für die Italiener im Spezifischen. Eigentlich bekommt ihr hier schon eine sehr schöne Auswahl an Einheiten, mal um einzusteigen. Auch da bietet es sich schon mal an, mit diesem Set dann anzufangen, weil eben diese Starter-Sets auch beziehungsweise Armee-Sets auch sehr günstig sind im Vergleich. Und was eben das Schöne ist, ihr habt hier immer auch das Regelbuch mit dabei in A5-Format, inklusive der Einheitenkarten für die enthaltenen Einheiten, die ihr in der Box findet, und auch Decals, die es sonst meistens nur noch einzeln zu kaufen gibt und eben nur in diesen Boxen zu finden sind. Was hier auch ganz schön ist, ist eben, dass diese Bausätze komplett 100% aus Kunststoff sind, ist auch hier mit angegeben. Also auch hier müsst ihr euch nicht irgendwie herumärgern mit irgendwelchen Kombinationen aus Resin und Metallbausätzen. Also ist schon durchaus auch empfehlenswert. Was uns aber auch zu einem kleinen Negativpunkt in dieser Situation bringt. Wir sehen es hier schon und natürlich klarerweise auch bei der schönen Vorderseite. Uns fehlt hier vollkommen die Infanterie, ist jetzt aber nicht so tragisch, würde ich mal sagen, für den Anfang, denn ihr habt hier schon mal die ersten Panzereinheiten plus eben auch Artillerie und Waffenteams. Da bietet sich einfach schon mal an, damit zu starten, und erweitern kann man ja dann später immer noch. Auch wenn ich ganz ehrlich bin, es fehlt natürlich schon beim Spielen etwas, wenn keine Infanterie mit dabei ist. Generell würde ich es euch schon empfehlen, darauf zu schauen, diese früher oder später dann eurer Armee hinzuzufügen. Aber für den Anfang
könnt ihr auch getrost mal hier mit diesem Set starten und mal die ersten Spiele machen, vor allem um mal zu schauen, ob das Flames of War Tabletop überhaupt etwas für euch ist. Ich habe hier jetzt symbolisch ein paar Einheiten herausgeholt. Alles, was ihr hier in Kunststoff seht, ist auch das, was ihr in der Armeebox finden werdet oder finden könnt, nur eben ein Auszug davon. Und was hier eben auch noch interessant ist, ihr könnt hier diese beiden Varianten der Panzer gegenseitig austauschen. Also da habt ihr quasi genügend Teile dabei, um den unteren Teil zu bauen und dann eben alles, um die beiden oberen Hälften auch zusammenstellen zu können. Und so habt ihr schon mal von Anfang an ein bisschen die Möglichkeit durchzuwechseln, was ihr spielen möchtet, und könnt da schon ein bisschen was ausprobieren. Und dann gibt es natürlich auch noch weitere Bausätze, die natürlich schon etwas länger auf dem Markt sind, wie hier diese Semmelwente-Variante mit einer anderen Bewaffnung. Das sind natürlich Bausätze, wo ein bisschen der negative Aspekt mit reinkommt, wie ich es vorhin schon gemeint habe. Das ist eine Kombination aus Resin und Metallbausatz, aber auch wie man hier sieht, das sind ganz einfach zusammenzubauende Miniaturen, also auch nichts, wo man irgendwelche Schwierigkeiten haben sollte, aber ist halt nicht für jeden etwas. Manche sind dann doch eher im Kunststoffbereich unterwegs und möchten nur ungern auf diese Bereiche ausweichen, aber da muss man auch sagen, dass es hier von Flames of War offiziell einfach keine anderen Möglichkeiten gibt, denn diese Variante zum Beispiel des Semmelwente gibt es nur in dieser Ausführung und noch nicht in Kunststoff. Da wird sich auch wahrscheinlich in nächster Zeit nicht allzu viel ändern. Und dazu kommen dann natürlich noch weitere, vor allem Fahrzeugbausätze, die ihr ebenfalls noch erhalten könnt, die nach wie vor auch in den ein oder anderen Shops nach wie vor zu finden sind, eben auch hauptsächlich schon etwas älter, daher aus wie hier mit den Semmelwente, Resin und Metall häufig gemischt. Wenn wir hier nochmal schnell auch einen Blick in den Katalog für die Italiener werfen, haben wir hier die Armeebox, die wir gerade auch gesehen haben. Eben wie gesagt ein sehr guter Start, nur fehlt uns hier die Infanterie. Wir können auch die Sachen eben einzeln kaufen. Auch das ist möglich, falls man so etwas braucht. Oder eben, wie ich schon sagte, Einheiten wie hier, diese Armored Cars oder auch die Lancia Batteries. Das sind alles Dinge, die man noch getrennt kaufen kann. Also es gibt hier schon eine sehr schöne Auswahl an Einheiten. Auch hier der Flieger zum Beispiel ist nach wie vor noch zu bekommen. Muss man halt vielleicht ein bisschen schauen. Wo aber jetzt vielleicht ein bisschen die Schwierigkeit auftaucht, ist bei den Infanterie-Platoons. Die sind natürlich aktuell sehr schwer zu bekommen. Das hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass im letzten Jahr Battlefront das Ganze neu aufgelegt hat, eine Neuproduktion gemacht hat von diesen Infanterie-Dingen, auch von den Italienern und von anderen Armeen. Und das haben sie aber ein bisschen leider unterschätzt. Und damit ist hier auch sehr schwer aktuell etwas zu bekommen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht möglich ist, weil auch ich habe im letzten Jahr 2022 im Zuge meines Aufbaus bzw. des Anfangs der Italiener, diese auch aufzubauen, selbst ein paar Sachen nachgekauft, eben wie hier diese Heavy Tank Platoon. Auch das ist eine Box aus 4 Panzern, wie wir hier sehen, und komplett eine Kombination aus Metall und Resin, also auch schon etwas älter und keine Kunststoffminiaturen. Aber auch das habe ich problemlos in meinem Fall damals noch bekommen können. Und was ich damals eben auch noch gefunden habe, waren hier Dinge wie zum Beispiel das Weapon Platoon, sogar 2-3 Mal, und eben auch hier ein Mortar Platoon. Und was hier eben dann auch das Interessante ist,
Dieses Mortar Platoon enthält gleich mehrere Dinge, denn wie wir es hier zum Beispiel auch sehen, haben wir hier 3 Breda HMG Teams, 3 Assault Mortar Teams und 3 81 mm Mortar Teams dabei. Das ist eben alles, was ihr hier in diesem kleinen Blister findet, und auch das ist in meinem Fall noch zu haben gewesen. Ich weiß, da muss man ein bisschen suchen, ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber man sieht schon, glaube ich, ganz gut, wenn es wirklich darum geht, die Italiener anzufangen. Man hat einen sehr guten Einstieg mit dem, was man aktuell so finden kann und bekommt, und kann eben zu einem späteren Zeitpunkt hier noch immer die Infanterie erweitern. Denn auch in meinem Fall, was ich noch gerne eben hätte, wären hier die Bersaglieri Rifle Platoons. Die habe ich überhaupt noch nicht. Die quasi Hauptstandardinfanterie bei den Italienern. Die fehlt mir noch komplett. Konnte ich leider bisher auch noch nicht finden. Aber vielleicht laufen sie mir irgendwann mal ein. Oder falls irgendjemand von euch diese abgeben möchte oder eben anderweitig weiß, wo man die vielleicht bekommen kann, könnt ihr uns das oder mich eben gerne wissen lassen. Vielleicht auch unten in den Kommentaren, weil vielleicht gibt es eben auch noch den einen oder anderen, der hier ebenfalls Dinge für seine Italiener sucht. Also falls ihr eine Armee spielen wollt, die es vielleicht nicht so häufig gibt, beziehungsweise die man nicht wirklich oft sieht, in auch Battle Reports und ähnlichem, und sich ein bisschen abhebt vom Rest, eben durch auch die Sonderregeln, die die Armee teilweise dann hat, ist es auch aktuell nach wie vor noch eine ganz interessante Idee und ein ganz interessantes Projekt, auch jetzt noch mit den Italienern anzufangen, da wir eben, wie gesagt, hier mit diesem Buch an die Regeln rankommen. Das Buch ist von 2022, wie ich vorhin schon meinte, und auch gibt es dazu eben eine Armeebox für die Italiener, die ebenfalls voriges Jahr erschienen ist. Also es gibt hier doch recht neue Dinge dann auch, um hier mal einen Anfang zu starten. Und ausbauen kann man dann ja noch immer, und hoffentlich kommen irgendwann in naher Zukunft auch mal wieder ein Nachschub der Infanterie-Platoons, sodass man auch hier dann in diese Richtung erweitern kann, wenn man das dann irgendwann möchte. Und natürlich gibt es dann auch noch die Möglichkeit, das Ganze über die Zweispieler-Starterbox zu machen, die es gibt mit den Italienern und den Briten. Da sind natürlich auch die neueren Kunststoffsachen drinnen. Die werde ich euch hier jetzt auch verlinken am Ende des Videos, beziehungsweise ebenfalls in der Videobeschreibung, denn ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht gehabt. Und das könnt ihr euch natürlich gerne anschauen, was ihr hierzu dann findet für eure Italiener. Falls euch das ganze Thema Italiener bzw. Flames of War im Allgemeinen natürlich interessiert, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und natürlich ganz wichtig, falls ihr spezielle Sachen sehen wollt, schreibt mir das auch gerne in den Kommentaren, und dann werde ich versuchen, dazu das eine oder andere Video dann in Zukunft zu produzieren.